Wir frühstücken heute auf der Terrasse, weil es so mega schönes Wetter ist. Und mein Freund hat mir Rührei gemacht. Sieht super lecker aus mit Schnittlauch, Salz und Pfeffer und dazu eine frische Semmel. Dann gibt es hier eine Brausetablette, so eine Vitamintablette und ein Cappuccino. Diverse Marmeladen, Honig und noch Salami und Mortadella, Butter. Das ist der Teller von meinem Freund. Das Wetter ist heute genial und deswegen gibt es Mittagessen auf der Terrasse. Das ist ein Salat, ein super leckerer Sommer- und Frühlingssalat. Der ist also ein Couscous-Salat mit einem Salatherz, mit etwas Petersilie, mit geraspelten Karotten aus meinem Food Slicer. Und dann habe ich noch eine Tomate drin. Für die Zubereitung habe ich zuerst einmal in diesem Teller hier den Couscous eingeweicht mit heißem Wasser, also doppelt so viel Wasser wie Couscous. Dann habe ich den gewürzt mit Salz und Gemüsebrühe und etwas Cayennepfeffer. Und das habe ich dann, während ich den Rest hier geschnippelt habe, habe ich das einweichen lassen, habe ich alles dazugegeben, umgerührt und nochmal gewürzt mit Himbeerbalsamico und Olivenöl. Und das ist so lecker, musst du unbedingt mal ausprobieren. Zum Abendessen gibt es heute was ganz Besonderes und das ist ein Gericht, das habe ich noch nie gekocht. Das habe ich hier aus dem Kochbuch von Jamie Oliver. 15 Minuten Gerichte und okay, es hat wirklich ein bisschen länger gedauert als 15 Minuten, weil es irgendwie doch sehr aufwendig ist. Und er hat es so schön angerichtet, das habe ich auch versucht, deswegen habe ich das so aufs Brett gelegt. Nicht ganz so schön wie bei ihm, aber egal. Das ist ein Rindersteakfilet, dann haben wir hier Brokkoli, Erbsen und gekochte Kartoffeln, das wurde alles zusammengekocht. Und das hier ist eine Paste aus Champignons, Steinpilzen und Frischkäse, abgelöscht mit Sherry, Salz und Pfeffer. Und Jamie Oliver macht es mit Sahne, aber das wollte ich nicht, deswegen habe ich einfach Frischkäse genommen. Gleich mal schauen, wie es schmeckt. Dazu ein bisschen Rotwein und ein Glas Wasser. Zum Nachtisch habe ich was richtig Besonderes gemacht. Und zwar ist es so Joghurt geschichtet mit Müsli, mit diesem Knuspermüsli. Dann oben 2 Lagen habe ich noch mit Mandarinen gemacht und oben mit Blaubeeren und einer Physalis. Und es sieht einfach mega hübsch aus und ich habe das gemacht, weil ich heute Besuch habe und wollte ein bisschen auftrumpfen. Zum Frühstück gibt es heute ein Vitales Knuspermüsli. Das ist jetzt ein anderes, als wir sonst hatten. Das Müsli selbst hat nur Knusper, keine Früchte oder so drin. Deswegen habe ich noch Blaubeeren drauf getan. Und das ist dieses hier. Vitales, weniger süß, 30% weniger Zucker. Ich kenne das noch nicht, aber ich glaube, es könnte ganz lecker sein. Wobei das vom Aldi, das hat ja dann noch getrocknete Erdbeeren und Himbeeren drin. Das ist wahrscheinlich noch ein Tucken besser. Dazu ein Kaffee und ein Glas Wasser. Und das Müsli esse ich mit Milch. Lecker. Mein Lieblingsessen. Ich liebe einfach Spaghetti Bolognese. Deswegen habe ich das heute wieder gekocht. Dafür nehme ich die Nudeln von Barilla, die Bavette Nummer 13. Weil du siehst vielleicht, die sind ein bisschen platter als normale Spaghetti und aber dafür ein bisschen breiter. Und die sind perfekt dafür. Die Bolognese habe ich gekocht aus gemischtem Hackfleisch mit einer Zwiebel, Knoblauch und Olivenöl. Und dann einfach eine halbe Dose Tomaten oben drauf für eine Portion. Und dann schaut es so aus, würzen mit Salz und Pfeffer und ein bisschen Chili. Also mag ich gerne, weil ich mag es gern würzig. Und dazu gibt es einen kleinen Blattsalat aus Salatherzen. Den habe ich mit Weinbrandessig und Salz und Olivenöl gewürzt. Ein Glas Rotwein und ein Glas Wasser. Wir sind heute Abend in einem bayerischen Lokal essen gegangen und da habe ich einen Zwiebelrostbraten bestellt mit Pommes und Soße. Es riecht so lecker und hier sind mega viele Röstzwiebeln drauf. Medium. Dazu gibt es einen Salat. Mein Freund hat einen Cordon Bleu mit Pommes. Glas Rotwein und ein Glas Wasser. Meine Schwester isst auch Pfefferstick mit Salat und meine Zwiebelrostbraten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teile auf dem Teller. Das heißt ja auch Apfelbier mit Vanilleeis und Sahne. Heute gibt es zum Frühstück ein Salamibrot. Dieses Brot habe ich wieder getoastet, damit es schön kross ist. Ein bisschen Tomate dazu,
und ein Glas Wasser. Und das ist die Salami, die du auch letztes Mal schon gesehen hast, die vom Metzger ist mit so einem Pfefferrand. Sehr lecker. Zum Mittagessen gibt es Thai-Curry, und zwar grünes Thai-Curry. Das habe ich mit einer Currypaste aus dem Asialaden gekocht, mit Kokosmilch, und dann habe ich da Süßkartoffel, Karotten, Zuckerschoten und Bambussprossen rein und das Ganze auf Basmati-Reis. Dazu wie immer ein Glas Wasser. Zum Abendessen haben wir uns ein Chili aufgetaut. Das hatten wir mal eingefroren, weil da zu viel übrig war. Und das haben wir jetzt einfach nochmal warm gemacht. Riecht total lecker und es funktioniert voll gut. Das habe ich auch zum ersten Mal ausprobiert. Dazu gibt es ein bisschen Brot. Hier ist da noch Nachschub drin. Ja, das ist einfach Chili con Carne mit Hackfleisch, roten Bohnen, Mais und Tomatensauce. Nachtisch gibt es jetzt so einen Rahmenjoghurt, einen Naturjoghurt. Und da habe ich einfach frische Mango reingeschnitten. Wow, das schmeckt so lecker. Zum Frühstück gibt es heute ein gekochtes Ei und das ist echt heute gut gelungen. Das ist schön wachsweich innen und dazu ein Toast mit mit Butter. Dazu trinke ich einen Schwarztee, einen Darjeeling First Flush, den ich dann gewürzt habe oder verfeinert habe mit einem Löffelchen Honig und ein bisschen Zitrone, und ein Glas Wasser gibt es noch. Und später gibt es noch ein Honig- oder Marmeladentoast. Zum Mittagessen gibt es jetzt ein sehr, sehr einfaches und billiges Gericht, und zwar Spaghetti Aioli. Ich liebe das total und das ist einfach Spaghetti mit Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch, mit Chili und mit frischer Petersilie. Ich finde, die gehört einfach dazu. Da hätte ich jetzt sogar auch noch ein bisschen mehr reintun können. Ja, aber ich hatte nicht so Lust, so viel zu schnippeln. Und dazu wie üblich ein Glas stilles Wasser. Und das ist übrigens ein so super Gericht, wenn du gar keine Idee hast, was du kochen sollst oder auch nicht so viel daheim hast. Olivenöl, Zwiebeln und Nudeln hat man doch eigentlich immer. Und dann kann man sich immer dieses leckere Gericht kochen. Ich bin heute zum Mädelsabend eingeladen bei meiner Schwester mit einer Freundin noch. Und meine Schwester hat aufgekocht, und zwar einen Riesensalat. Da siehst du, hier sind Tomaten drin, Gurken, Feldsalat, Eisbergsalat. Was ist das? Käse? Mozzarella. Und Mozzarella, cool. Karotten. Und dazu gibt es gebratenes Hähnchenfleisch, Putenfleisch und einen Rosé-Wein. Zum Nachtisch gibt es noch einen Himbeersmoothie mit Buttermilch, habe ich mir gerade sagen lassen, weil ich habe es ja nicht gemacht. Und passend für einen Mädelsabend alles in rosa und pink, sogar das Tablett und die Yogurette. Also ein bisschen Schoki ist auch dabei, aber der Rest ist gesund an der Sache. Zum Frühstück gibt es heute Vollkorntoast, einen mit Marmelade und einen mit Honig. Davor hatte ich ihn dünn mit Butter bestrichen. Und dazu einen Schwarztee mit einem Schuss Zitrone und einem kleinen Löffel Honig. Und das ist so eine Vitaminbrause-Tablette. Wieder so schönes Frühlingswetter und deshalb esse ich wieder Mittag auf der Terrasse. Und es gibt, wie in meinem letzten Food Diary auch schon mal, gibt es Thunfischpasta. Aber diesmal ohne sahnige Soße, also ohne Frischkäse hatte ich da drin. Diesmal ist es einfach mit Olivenöl, kleinen Cherry-Tomaten und Zwiebeln und frische Petersilie. Daraus habe ich die Soße einfach gekocht mit einem kleinen Schuss Wasser, Salz und Pfeffer und dann die Nudeln dazu. Und das schmeckt so lecker. Und du merkst schon, man kann von diesem Gericht mehrere Varianten machen. Also da kann man auch immer rumexperimentieren, auch noch mit Kapern und Oliven. Die Schokolust hat mich gepackt und deshalb habe ich mir beim Bäcker jetzt schnell so ein Schokohörnchen, heißt es, geholt. Das ist, glaube ich, so ein Teig aus Kakao. Dann in der Mitte ist Marmelade und außen ist Schokolade. Das ist eine richtige Bombe. Aber total geil. Dazu ein Kaffee. Zum Abendessen gibt es eine Lauchcremesuppe. Die habe ich gekocht, einfach mit 2 Stangen Lauch und mit ein paar Kartoffeln in Gemüsebrühe. Und das ist jetzt wirklich so eine Notbremse, weil wir die letzten Tage so ungesund gegessen haben und so fettig. Dann ist es genau gut, wenn man sich mal so ein Süppchen macht, ohne Fett, einfach nur Gemüse und vegan. Und das reinigt den Körper, habe ich immer das Gefühl. Und weil unser Mega-Diätessen dann doch ein bisschen wenig war,
haben wir uns jetzt noch einen Nachtisch gemacht. Aber das ist auch Diätig. Und zwar haben wir dafür einfach gefrorene Himbeeren direkt aus dem Gefrierer genommen und mit Milch, mit dem Zauberstab püriert. Und mit ein bisschen Milch habe ich, das ist meine Portion, habe ich mir so ein Sorbet oder so ein Himbeereis jetzt gemacht. Wir haben da auch keinen Zucker mehr dazu, damit das halt schön diätig ist. Mein Freund wollte aber kein Eis oder kein Sorbet und hat einfach noch ein bisschen mehr Milch danach drauf geschüttet und hat jetzt so eine Art Himbeersmoothie. Ich habe es gerade schon ein bisschen probiert, einmal genippt und es schmeckt wirklich auch lecker. Also es sind beides sehr gesunde Diätsnacks für abends auf der Couch.